Seit 2002 produziert die Firma Memon Bionic Instruments im bayerischen Rosenheim mit einem motivierten und kompetenten Expertenteam eine breite Palette an innovativen Endgeräten. Ob zu Hause, am Arbeitsplatz, im Auto, am Körper oder Handy, beim Wasser oder der Photovoltaik, Memon-Geräte sollen uns Verbraucher von negativen Umwelt- und Strahleneinflüssen schützen. Es steht außer Frage, die Belastungen nehmen permanent zu in unserer hochtechnisierten Welt, ob von außen durch Satelliten, Hochspannungsleitungen und Funkmasten oder den dauernd funkenden Störquellen in unseren Innenräumen, zu Hause und am Arbeitsplatz. In unserer Gesellschaft wächst das Bewusstsein für diese möglichen negativen Gesundheitseinflüsse und bei der Suche nach Lösungen stoßen immer mehr Menschen auf die positive Wirkung der Memon-Technologie. Dieses Produkt hilft mir, um noch besser und klarer vorbereitet zu sein für die großen Herausforderungen. Wir haben sehr harte Spiele, viele Spiele in kurzer Zeit und unsere Jungs waren immer voll da, mental und auch physisch. Und ich bin sicher, dass Memon da auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Ob Weltklasse-Athleten, Hotelbetriebe oder Arztpraxen, Gesundheitszentren, verantwortungsvolle Unternehmer vertrauen seit vielen Jahren der hohen Wirksamkeit der Memon-Technologie. Es mag daran liegen, das Alleinstellungsmerkmal von Memon Bionic Instrument ist die ständige wissenschaftliche Überprüfung der Wirksamkeit. Die Stiegl Brauerei zu Salzburg. Das Familienunternehmen zeichnet sich durch ein überragendes Qualitätsbewusstsein aus. Das gilt sowohl für das Produkt als auch für die in der Brauerei herrschenden Arbeitsbedingungen. Aber was tun gegen steigende Umweltbelastungen wie Elektrosmog? Eine groß angelegte wissenschaftliche Studie sollte bei Stiegl in Salzburg herausfinden, ob Memon helfen kann, die Belastungen zu reduzieren. Also es war uns wichtig, nachdem wir doch schon im Vorfeld, also speziell mein Mann und ich, einiges mitbekommen haben, was alles in den Bereich Elektrosmog fallen kann, dass wir gesagt haben, okay, es ist auch unsere Verantwortung als Unternehmer, das über die ganze Stiegl-Gruppe drüber zu ziehen und unsere Mitarbeiter auch damit einmal bekannt zu machen, was kann sein. Es muss nicht sein, aber es können einige Dinge sein. Und das war dann eigentlich schon sehr ausschlaggebend, wo wir gesagt haben, okay, da ist die Studie perfekt, weil die Studie kann aufzeigen oder auch nicht aufzeigen und dann kann jeder für sich selbst entscheiden. Es geht ja beim Auto an, es geht weiter in die Wohnung, es geht weiter im Haus, es geht weiter die Inneneinflüsse, die Außeneinflüsse und um was will ich für mich selber Gutes tun. Und am Ende des Tages, das merkt man ja jetzt auch ganz stark, sind ja all diese Dinge Bereiche rund um unser Immunsystem. Und ich glaube, es ist schon unsere Eigenverantwortung zu schauen, dass unser Immunsystem gut aufgestellt ist und im Innen und im Außen. Unter den Stiegl-Mitarbeitern wurden für die Studie 50 Probanden ausgewählt. Die Hälfte davon erhielt sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz ein Placebo, die andere Hälfte die echten Memon-Geräte. Niemand wusste, wer welche Geräte bekommen hatte. Somit haben wir es mit einer Doppelblindstudie zu tun, die der wissenschaftliche Studienleiter Thilo Rösler erörtert. Wir haben zunächst eine Vormessung veranlasst. Beide Gruppen wurden gemessen. 50 Probanden erhielten diese Geräte, hatten die 24 Stunden bei sich. Und dann gab es eine Langzeitauswertung ihres Zustandes. Und aus dieser Langzeitauswertung konnte man einen Vitalitätsindex errechnen. Teil 1 der wissenschaftlichen Studie übernahm die renommierte Sigmund Freud Universität Wien. Der Leiter des dortigen Instituts für Chronobiologie, Dr. Peter Hauschild, hatte mit seinem Team eine bahnbrechende, innovative Messmethode entwickelt. Wir haben vor 4-5 Jahren zum ersten Mal ein System entwickelt, das auch mittlerweile patentiert ist, das es ermöglicht, direkt von der Hochfrequenzemission den Einfluss auf das EKG des Menschen, auf das autonome Nervensystem und hinsichtlich der Gehirnwellen auf das Zentralnervensystem zeitsynchron im Millisekundenbereich aufzuzeigen. Die sogenannte HRV, Herzratenvariabilität, kam nunmehr zum Nachweis der Wirksamkeit der Memon-Technologie zum Einsatz und lieferte über die Auswertungssoftware beeindruckende Ergebnisse.
Sorgen die installierten Sonderanfertigungen der Memon-Geräte für einen deutlichen Ausgleich, für eine Balance der Vitalität unter den Probanden? Und wir waren alle extrem überrascht, weil genau das ist passiert. Und das ist das wissenschaftlich Sensationelle an diesem Ergebnis, dass sich die Übererregten in eine Regulation zum Normalwert bewegten, zu diesen 100%, die man als guten, richtigen Wert erreichen kann. Und die Untererregten, da hatten wir plötzlich eine Wertsteigerung in Richtung dieses balancierten Mittelwertes, also der gute Wert, der richtige Wert. Und das ist, warum für mich so sensationell? Das ist so sensationell, weil genau das ist der Ausdruck des Wirkens der Memon-Technologie. Es war eine spannende Zeit für alle Stiegl-Studienteilnehmer mit sichtbaren Ergebnissen. Ja, man sieht hier so ein typisches Ergebnis, das eben auch die Probandinnen und Probanden dann erhalten haben. In ihren Einzelgesprächen wurde das dann so aufgelöst. Ganz kurz im Überblick ist das eben das Ergebnis einer Herzratenvariabilitätsmessung, so nennt sich diese Auswertung, diese Analyse. Man sieht hier generell mal im Überblick so diese Heart Balance. Dann sehr spannend ist, was wir uns immer angeschaut haben, eben diese Werte. Das heißt, man sieht die Aktivierung und die Erholungsphase, die hier gut abgebildet ist. Hier zum Beispiel zwischen 0 und 8 Uhr morgens, das heißt natürlich in der Nacht. Dann sieht man auch die Herzrate, wie sich die eben über diesen ganzen Tag, also diese 24 Stunden, in denen die Messung durchgeführt wurde, verläuft, eben dann hier weiter nach unten und dann wieder erhöht. Und so aus diesem Ganzen wurde dann die Aktivitätsrate oder der Aktivitätsindex erarbeitet, der natürlich von vielen, vielen Faktoren abhängt: Schlaf, Bewegung, natürlich auch physische, psychische Gesundheit, Ernährung, also viele, viele Dinge. Und die wurden dann jeweils mit den Stieglerinnen und Stieglern besprochen. Ein zweites begleitendes Institut für das Stiegl-Projekt verbirgt sich hinter diesen Mauern. Die Firma Grimm zählt weltweit zu den renommiertesten Experten für den Bereich der Feinstaubmessung. Mit solchen Messgeräten kann man eben sehr schnell und zeitaufgelöst und präzise Veränderungen in der Raumluftkonzentration erfassen. Wir haben dort mit 2 unabhängigen Messtechniken die Luftgüte in den Räumen überwacht, und zwar mit einem Gerät für Luftionen und mit einem weiteren Gerät für Partikel, Staubpartikel. Und das Experiment war so konzipiert, dass wir eine Episode ohne Memon überwacht haben und dann direkt im Anschluss eine Episode mit. Und wenn man dann die Daten auswertet und vergleicht, so hatten wir für beide Messsysteme, die Luftionen, einen sehr deutlichen Anstieg von bis zu 30% und gleichzeitig für die Staubpartikel eine sehr deutliche Abnahme von 35 bis fast 80%. Und das sind also Werte, die nicht mehr zufällig entstehen, sondern die sind eben dadurch entstanden, weil Memon in diesen Räumen wirkt. Von 100.000 Feinstoffpartikeln pro Liter Luft auf nur noch 20.000 nach Einsatz der Memon-Technologie. Das kann sich sehen lassen. Die Feinstaubmessung, die hat im Prinzip stattgefunden über einen Zeitraum von über einer Woche ohne Intervention durch die Memon-Technologie und dann eine weitere Woche mit der Memon-Technologie, sodass wir genau den Interventionsbruch, also wie wirkt die Memon-Technologie, wann reduziert sich der Wert, sehen können mit dem Einbau. Und dann komme ich bei einem Ergebnis raus mit einer Partikelkonzentration von noch etwas über 20.000. Das ist nachhaltig. Also das ist ja unfassbar, wie stark die Memon-Technologie wirkt. Das hier ist gesunde Luft, die durch Memon hergestellt wird, im Innenraum durch eine Intervention am elektromagnetischen Feld. Sensationell. Das darf und aus meiner Sicht muss Schule machen für alle Betriebe, für jeden, der Mitarbeiter beschäftigt. Muss letztlich Schule machen für Mitarbeiter, für Unternehmen und für zu Hause. Die Memon-Technologie ist keine, die permanent Energie in einen Menschen pumpt, sodass er permanent Werte steigert, sondern die Memon-Technologie, die nach dem Naturprinzip funktioniert, Natur ist immer auf Ausgleich gerichtet, interagiert mit dem Organismus, der sich in diesem Raum befindet, dahingehend,
dass sich der Übererregte beruhigt und der Untererregte aktiviert. Und das ist letztlich der Ausgleich zur Harmonie.